Hallo meine lieben Pfeifenfreunde und herzlich willkommen zu einem heutigen aktuellen Video. Ihr seht es ja, ich sitze draußen auf der Loggia, es ist Sommer. Heute ist es zwar sehr schwül, aber verhältnismäßig niedrig von den Temperaturen her, noch zumindest. Und da dachte ich, nutzt die Gelegenheit und stelle mal schnell einen neuen Pfeifentabak vor. Vorstellen möchte ich euch heute einen Tabak, der zu den Low-Budget-Tabaken gehört, und zwar geht es konkret um diesen Tabak hier. Ganz genau, hier ist der Tabak nochmal. Es ist Crazy The Golden Connection, ein Tabak von Emuri, und den hatte ich zufällig bei Cigar World entdeckt letztes Jahr. Das war im Herbst, Spätherbst, und dachte, bestellst die mal, probierst die mal. Der hatte mich gekostet 5,30 € für 50 Gramm. Bei dem Preis dachte ich, konntest nicht viel verkehrt machen. Die Beschreibung hat eigentlich nur besagt, Virginia, so ein bisschen Burley und das Ganze aromatisiert mit Honig und Ahornsirup. Ob dem so ist und ob er das, was er verspricht, auch halten kann, das werden wir jetzt gleich herausfinden. Zuvor jedoch erstmal gehen wir in gewohnter Weise natürlich auf den Duft und auf das Aussehen des Tabaks ein. Hier sind erstmal kurz die Tabakeindrücke. Roughnecks howl in shadow bars, whiskey brine, old cigar stars, maple syrup drips like war, sticky echoes on the floor, metal strings in smoky air, country heart ain't never fair, crazy pop tobacco bar. So, den Tabak gesehen habt ihr ihn. Hier ist nochmal der Pouch. Und wenn wir den Pouch hier öffnen, dann sehen wir auch hier, wie der Tabak eingebracht ist. Ihr seht hier eine verhältnismäßig helle Mischung. Und wenn man sich den Tabak genauer anguckt, und auf den Bildern seht ihr es hier auch, die hellen Virginias sind zu erkennen, der Burley, der mittelbraune, ist zu erkennen. Und so ein bisschen was Dunkles, Black Cavendish, darf natürlich auch nicht fehlen, weil es ist ja ein Aromat. Und wenn ich jetzt an dem Tabak hier schnuppere, kommt mir so unweigerlich ein Duft von Honig und Ahornsirup entgegen. Also von der Raumnote her, also vom Duft des Tabaks, Raumnote noch nicht, aber vom reinen Duft her ist es tatsächlich das, was er verspricht. Wobei der Ahornsirup meiner Meinung nach etwas deutlicher vom Aroma herüberkommt, dieses Würzige. Vom Honig her spürt man auch so ein bisschen was süßlich-würziges. Wie sich das geschmacklich jetzt gleich ergeben wird, werden wir merken. Was jedoch auffällt, der Tabak ist, entgegen manch anderer Pouches, die man kennt, nicht wie so ein Kuchen eingepresst worden, sondern er ist wirklich so locker, wie man ihn hier sieht. So ist er in dem Pouch drin. Was allerdings auffällt, der Tabak ist von der Kondition her doch relativ trocken gehalten. Also gehe ich jetzt mal davon aus, der Tabak wird beim Rauchen nicht allzu sehr sottern. Inwieweit sich das positiv oder negativ auf den Geschmack auswirkt, das weiß der liebe Gott. Das werden wir aber auch gleich merken. Nur in gewohnter Weise, bevor wir auf den Geschmack eingehen, zeige ich euch erst einmal kurz den Tabak, wie er in der Pfeife bereits eingebracht ist. Zeige euch kurz die Pfeife selbst dazu und dann geht es auch schon ans Review. Also bis gleich. Moonshine nights, honey words and
Jetzt habt ihr auch das gesehen. Hier ist auch nochmal die Pfeife. Das ist eine Caminetto. Und wer meine Videos kennt und verfolgt hat, der weiß ja, dass ich mir diese Caminetto hier bei der Pfeifenmesse in Hanau neulich gekauft hatte. Jetzt inzwischen ist sie gut eingeraucht. Und da ich hier ja vorzugsweise Virginias draus rauche, karamellisierte Virginias oder auch welche mit Honig, passt es ja wunderbar. Kommen wir also zum Anzünden. Hier könnt ihr es, denke ich mal, ganz gut sehen. Der Tabak bäumt sich schon ganz ordentlich auf. Aus gutem Grund hatte ich auch wieder ein bisschen Platz nach oben gelassen. In der Beschreibung heißt es ja, es sollen Burleys enthalten sein, Virginias, Black Cavendish und Flake-Stückchen. Auf den Bildern habt ihr es ja auch gesehen, so ein Ansatz oder so eine Andeutung vom Flake-Stückchen ist da wirklich zu erkennen. Und da denke ich mir, Nachtigall, ich höre dir trapsen und lass lieber mal etwas mehr Platz nach oben. So, Oberfläche ist geglättet, kommen wir zum Nachfeuern. Was natürlich sofort auffällt beim Anzünden, jetzt auch beim Nachfeuern, der Tabak, bedingt halt durch die Virginia, wird bitter. Wenn er zu heiß wird, wird er bitter, wird er kratzig. Das dauert auch hier wieder nur ein paar Sekunden, dann geht der bittere Geschmack weg. Und weicht jetzt halt eine Tabaknote, die ich gerade zu definieren versuche. Ich muss ganz ehrlich gestehen, der Tabak hier stellt mich wirklich vor Rätsel. Ja, geschmacklich undefinierbar. Crazy Golden Connection hat jetzt natürlich den großen Nachteil. Entschuldigung. Er hat natürlich einen großen Nachteil. Ich habe in letzter Zeit einige Tabake geraucht, die mit Honig aromatisiert sind. Ich habe einige Tabake geraucht, die mit Ahornsirup aromatisiert sind. Crazy Golden Connection möchte ja beides irgendwo haben. Beim reinen Duft des Tabaks habe ich ja gesagt, man spürt im Geruch den Ahornsirup. Kräftig, dominant im Vordergrund. Und ich hatte ja auch gesagt, dass der Honig so diese leichte, süßliche Würze auch mitschwingt. Aber doch deutlich dezenter als der Ahornsirup. Jetzt beim Rauchen jedoch spüre ich erstens mal, er klimmt relativ heiß herunter. Ich sagte ja, er kommt doch verhältnismäßig trocken daher. Klimmt natürlich schneller runter, wird schneller heiß. Der Vorteil ist allerdings, er ist nicht so feucht. Es ist ein trockener Rauch, der rauskommt. Der Nachteil aber halt, von der versprochenen Aromatisierung, Honig und Ahornsirup spürt man im Geschmack verhältnismäßig wenig. Meiner Meinung nach, ja, es ist halt ein Tabak für etwas über 5 Euro. Machen wir uns nichts vor. Die Mitbewerber, die anderen Hersteller, die ich geraucht habe, die haben ein Vielfaches gekostet. Doch der hier haut mich nicht vom Hocker. Ja, man merkt, man raucht etwas. Man merkt auch, man raucht Tabak. Aber ich kann hier weder signifikant einen Virginia herausschmecken, weder die heuigen Noten noch die eventuell süffigen Noten. Also vom Virginia schmecken tue ich nichts. Und auch vom enthaltenen Burley, der ja so ein bisschen nussig, schokoladig daherkommt oder auch so nussig, erdig daherkommt, merke ich nichts.
Nein. Also von meiner Seite her, der Tabak reizt mich nicht. Er schmeckt nicht schlecht, er schmeckt halt undefinierbar nach irgendwas. Ich habe schon schlechte Tabake geraucht, da habe ich die Pfeife geräumt. Die werde ich jetzt aufrauchen, aber den Tabak werde ich mir definitiv nicht mehr holen. Ich sehe gerade, die Haaren stehen hier so ein bisschen ab. Ich mache gerade Pause. Ich habe normalerweise ein Headset auf. Da werden hier oben die Haare ein bisschen runtergedrückt. Jetzt mache ich gerade meine Mittagspause und dachte so, komm, gehst raus, rauchst ein Pfeifchen und machst bei der Gelegenheit ein Video. Ja, Versuch macht klug. Soweit so gut, aber die Haare, und ich bin blond, die Haare sind schön weich, die werden halt zermatscht, aber das geht noch. Was hingegen nicht so geht, das ist der Tabak. Crazy, The Golden Connection. Preis im Herbst letzten Jahres 5,30 €. Ihr seht es hier in der Videobeschreibung. Ich gebe euch hier ein paar Links dazu rein. Wer massig Tabak wegqualmt und deswegen viel Tabak braucht und auch gerne günstigen Tabak nimmt, der kann zumindest nicht viel verkehrt machen. Es ist ein Tabak. Der Tabak riecht nicht schlecht. Er ist auch nicht schlecht. Aber für mich eignet er sich noch nicht mal als All Day Smoke. Wenn ich einen All Day Smoke haben möchte, dann pfeife ich mir den Lincoln White rein. Dann nehme ich mir eine McBaren Mixed Jazz Scottish Blend. Oder ich nehme mir auch den Indian Summer beispielsweise oder den Kentucky Bird. Das sind alles so Tabake, die kann man nebenbei rauchen, wenn man nichts Besonderes haben will. Aber wenn man trotzdem einen guten Tabak haben möchte. Crazy The Golden Connection erfüllt dieses Kriterium meiner Meinung nach nicht wirklich. Er ist zwar nicht teuer mit 5 € ein paar zerquetschten, also definitiv unter 6 €, aber er ist auch nichts, wo ich sagen würde, jo, ich freue mich auf die nächste Pfeife. Definitiv nicht. Und ich habe ja, wie ihr merkt, ja auch schon ein paar Mal jetzt durch die Nase ausgeblasen. Auch hier tun sich keine Wunder auf. Man merkt ganz dezent beim extranasalen Rauchen, ja, da ist eine leichte Aromatisierung mit drin. Doch ganz ehrlich, wenn ich mir einen Tabak wünsche, der nach Honig schmeckt, ist für mich ganz vorneweg Eric Stoggerby, Fourth Generation 1800, ich habe die Nummer vergessen, ich glaube 22, 1833. Ich blende euch den Link hier oben ja gleich ein, dann seht ihr es ja. Der schmeckt richtig intensiv nach Honig, nach Waldhonig. Das macht Freude. Der hier hingegen, ich glaube, man hat den Stoggerby Tabak genommen, hat ihn dem Crazy The Golden Connection kurz gezeigt, hat gesagt, so ist ein Tabak mit Honig. Der Hauch Honig, der rausgedünstet ist, ist vermutlich in den Tabak hier reingegangen, weil sehr viel mehr ist es nicht. Man muss schon eine sehr, sehr große Vorstellungskraft haben, um beim Rauchen hier wirklich den Honig feststellen zu können. Und vom Ahornsirup schmecke ich hierbei überhaupt nichts. Angenehm hingegen ist die Raumnote. Die ist das, was man von einem Pfeifenraucher erwarten würde. Sie ist angenehm, sie ist nicht schwer, sie ist einfach nur angenehm vom Duft her. Also durchaus was für Leute, die in der Umgebung herumsitzen und vom Rauch was abkriegen. Mein Ding ist er nicht. Er ist nicht schlecht, also ich gebe ihm mal 5 Punkte. Das ist zumindest auf der grünen Seite. Aber der wird bei mir keinen Einzug mehr finden. Ich empfehle ihn auch nur bedingt weiter, weil wer wirklich einen Tabak haben möchte mit Ahornsirup oder mit Honig versetzt, der findet deutlich bessere Alternativen, die zwar etwas mehr kosten, dafür aber auch qualitativ deutlich besser abschneiden. Tja, das war's soweit von mir für heute. Zu meiner Hoffnung, für wenig Geld einen guten Tabak zu bekommen mit Honig und Ahornsirup. Nö, bleibt einfach nur mittelprächtig. Von daher, herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch in gewohnter Weise weiterhin viel Spaß mit euren Pfeifen und mit euren Tabaken. Wie immer bin ich neugierig. Crazy Golden Connection.
hier unten die Kommentarfunktion. Lasst uns ein wenig austauschen. Ich wüsste es schon ganz gerne, wer von euch den Tabak vielleicht selbst kennt und raucht. Wer von euch mag ihn vielleicht besonders. Oder wer von euch sagt halt, na, nie wieder. Ich befinde mich so bei denen, wenn man mir den Tabak gibt, werde ich ihn rauchen. Kaufen werde ich mir jedoch nicht mehr. Von daher, wir hören und sehen uns wieder hier auf meinem Kanal. Bleibt mir gesund, bleibt meinem Kanal gewogen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Happy Puffing und ciao.